Ja, hallo aus Deutsch und willkommen zu einem neuen Walking Tour Video. Nochmal wieder gesprochen. Ja, ich befinde mich in Deutz, aber nicht in Köln-Deutz, sondern in Deutz, das zur Stadt Lepfen im Siegerland gehört. Also wir sind hier in der Nähe von Siegen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal mit auf einen kleinen Spaziergang hier durch den Ort. Wir sind jetzt hier oben auf dem Hügel und hier gibt es interessanterweise einen Waldfriedhof. Und wir werden jetzt von hier oben mal nach unten ins Dorfzentrum von Deutz laufen. Also hier gibt es keine Grabkreuze, sondern einfach hier nur die Bäume mit den Namen der Verstorbenen an die Bäume gepinnt mit Geburtstag und Todestag. Relativ simpel gehalten. Fand ich trotzdem ganz interessant. Ich habe vorne am Eingang gelesen, Grabschmuck ist nicht erlaubt, denn keine Grablichter wegen Brandgefahr. Also das mit den Grablichtern verstehe ich ja noch, aber wieso kein Grabschmuck erlaubt ist, weiß ich nicht. Deswegen sieht das hier relativ nüchtern aus, wie ein Friedhof. Hier gibt es ja doch ein paar Blümchen. Also ich glaube, wir sind jetzt ungefähr 100 Kilometer östlich von Köln entfernt. Das ist ja übrigens mein Hotel oder unser Hotel, wo wir schlafen. Genau, das ist der Bestattungswald Netfen.
Ja, also wandern kann man ja hier in der Umgebung, glaube ich, ziemlich gut. Überall Hügellandschaften. Gibt hier, glaube ich, auch irgendwo eine Talsperre, etwas weiter nördlich, aber da läuft man schon eine Stunde. Muss ich jetzt vor der Arbeit nicht unbedingt hin. Beschränke ich mich doch lieber auf einen Spaziergang hier ins Dorfzentrum. Da kommen gleich auch ein paar Fachwerkhäuser. Oder hier haben wir ja schon eins. Ganz gemütlich aus. Und dann gibt es gleich noch das Modell des ersten motorisierten Omnibusses, der hier fuhr. Yeah, eine Motorradgang. Das ist echt super gemütlich hier. Da steht was in Latein. Contra vim mortis nulla herba in hortis. Ich habe extra bei ChatGPT habe ich gefragt, was das heißt. Ich hatte zwar früher Latein, aber da weiß ich so gut wie nichts mehr. Und es bedeutet, Contra heißt gegen. Ah, da winkt jemand. Vim mortis, glaube ich, also gegen den Tod gibt es keine Mittel in den Gärten oder kein Kräuter in den Gärten.
So, das ist hier quasi auch schon gleich das Zentrum von Deutz. Anno 1738. Nicht schlecht. Jo, das ist hier quasi Downtown Deutz. Für so einen kleinen Ort. Wahrscheinlich wohnen hier gerade mal ein paar hundert Leute oder maximal 1000. Das sind eigentlich ganz schön viele Geschäfte. Aber wir gehen hier lang. Genau, hier fließen die Sieg und ich glaube der andere Fluss heißt Werte. Fließen hier zusammen. Was steht da in der ersturkundlichen Erwähnung in 1290 hieß es Düke bzw. Dütze, woraus im Laufe der Zeit Deutz wurde. Also ohne T. Nicht wie Köln-Deutz mit TZ, sondern einfach nur mit Z. Im Siegerländer Platt blieb es aber bei Dütze. Die Herleitung des Ortsnamens Deutz ist jedoch ungewiss. Aus heutiger Sicht könnte sich der Name ableiten aus dem mittelhochdeutschen Dutzen, heute noch umgangssprachlich Dotzen, gleich anstoßen. Da, wo sich Sieg und Werte vereinen, also zusammenstoßen. Alte Bahnschienen. Ja. Papa, jetzt wollen wir doch nicht wieder einkaufen. Nee, jetzt können wir direkt fahren. Aber wie ich gelesen habe, fährt hier schon seit Jahrzehnten keine Bahn mehr. Oder irgendwann, ich glaube in den 60er Jahren, abgeschafft. Aber das ist hier da rechts der alte Bahnhof Deutz. Ist zumindest erhalten geblieben.
Mich kann man mieten. So, und da steht das gute Stück. Der erste motorisierte Omnibus der Welt von 1895, beziehungsweise das ist jetzt ein originalgetreuer Nachbau aus den 70er Jahren. Und der fuhr tatsächlich von Siegen über Netphen nach Deutz. Die sah halt immer noch ziemlich aus wie eine Kutsche, aber hat tatsächlich hinten im Heck einen Motor drin. Und hergestellt von Carl Benz. Wahrscheinlich da drin müsste der Motor sein. So, hier gibt es noch ein paar Informationen. Erster Omnibus der Welt, 1895. In Deutsch mag es zwar keine Straßenbahn, keine U-Bahn und keine Busse im 5-Minuten-Takt geben, dafür gab es hier am Ende des 19. Jahrhunderts den ersten Motor-Omnibus der Welt. Am 18.03.1885 wurde auf der Strecke Siegen-Deutz durch die Netphener Omnibusgesellschaft die erste motorisierte Omnibuslinie der Welt eröffnet. Dieser benzingetriebene Omnibus ersetzte die bis dahin üblichen Omnibusse mit Pferdegespann. Ja, muss jetzt nicht alles hier vorlesen. Er hat dann für die gesamte Strecke 1 Stunde 20 Minuten gebraucht, ungefähr 15 Kilometer. Aber kurioserweise musste die Linie schon irgendwie ein paar Monate später wieder aufgegeben werden, wegen immer wieder technischen Schwierigkeiten. Wurde dann im selben Jahr wurde der Linienverkehr mit dem Bus hier wieder aufgegeben. Jetzt ist halt die Frage, warum ausgerechnet hier in der Provinz? Wieso gab es genau hier dann den ersten Motor-Omnibus der Welt? Was ich zum Beispiel von der Geschichte der Kölner KVB, der Kölner Verkehrsbetriebe, weiß, dass in Köln gab es ab 1877 schon die ersten Pferdestraßenbahnen. Und deswegen hat man vielleicht, das gilt wahrscheinlich auch für andere Großstädte, dann da dort keine so einen Omnibus gebraucht mehr. Und in Siegen gab es immerhin und in der Nähe im 19. Jahrhundert schon so ziemlich viele Industrieunternehmen, auch im Umland, und die haben da wohl unbedingt eine Busverbindung gebraucht. Also Pferdekutschenverbindungen gab es ja schon, so Postkutschen, aber 1895 dann eben die erste Kutsche ohne Pferde, dafür mit Motor. Auf jeden Fall sehr interessant.
Jetzt noch ein paar Informationen zu Netphen und Deutz. Genau, der Schienenverkehr wurde 1968 eingestellt, weil es dann immer mehr Buslinien gab. Das hier die Umgebung. Gut, das war's dann. Vielen Dank fürs Anschauen. Hinterlasst doch bitte ein Like und abonniert meinen Kanal. Schreibt doch gerne einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.